Oumuamua, which is an object that we detected in space that you believe could possibly have been extraterrestrial. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Einst hielt man ihn für einen geheimnisvollen Besucher aus dem fernen Kosmos. Oumuamua, das erste bekannte interstellare Objekt, das jemals von Menschen entdeckt wurde. Aber jetzt ist es nicht mehr nur ein Rätsel. Es ist eine Bedrohung, eine Warnung, ein Albtraum, der mit unvorstellbarer Geschwindigkeit auf die Erde zurast, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er langsamer wird. Wissenschaftler sagen, dass Oumuamua in nur 2 Wochen direkt mit unserem Planeten kollidieren wird. Ein Ereignis, das die Menschheit noch nie erlebt hat. Was geht hier wirklich vor? Ist dies nur ein treibender kosmischer Felsen? Oder ist es etwas viel Schrecklicheres? Die Geheimnisse der außerirdischen Sonden lüften. Wenn Sie das Wort Aliensonde hören, was kommt Ihnen da in den Sinn? Vielleicht eine Szene aus einem alten Science-Fiction-Film. Grünhäutige Wesen, die Menschen mit seltsamen Instrumenten durchbohren. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass außerirdische Sonden mehr als nur eine Hollywood-Fantasie sind? Wenn eine von ihnen bereits an uns vorbeigeflogen ist und wir sie fast verpasst hätten. Oumuamua, das mysteriöse, zigarrenförmige Objekt, das 2017 durch unser Sonnensystem schoss, schien auf den ersten Blick nur ein weiterer Weltraumstein zu sein. Aber dann wurde es merkwürdig. Seine Form, seine Geschwindigkeit, seine Flugbahn, nichts davon ergab einen Sinn. Und da ließ der renommierte Harvard-Astrophysiker Avi Loeb eine Bombe platzen. Was, wenn Oumuamua gar kein Stein ist, sondern ein außerirdisches Raumschiff? Klingt verrückt? Vielleicht. Aber lassen Sie uns tiefer graben. Loeb und andere Wissenschaftler begannen, Oumuamua mit unseren eigenen Raumsonden wie Voyager oder New Horizons zu vergleichen. Maschinen, die wir zur Erforschung des Unbekannten ausgesandt haben. Jetzt drehen wir das Drehbuch um. Was wäre, wenn eine andere Zivilisation, die viel älter und fortschrittlicher ist, dasselbe getan hätte und Oumuamua wäre ihre Sonde, die uns stillschweigend beobachtete? Diese Idee löste in der wissenschaftlichen Welt ein wahres Feuerwerk an Spekulationen aus, warf aber auch erschreckende Fragen auf. Wenn Oumuamua eine Sonde ist, woher kommt sie dann? Von einem nahen Stern? Oder vielleicht aus der Andromeda-Galaxie, die mehr als 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist? Das sind sage und schreibe 15 Quintillionen Meilen. Und jetzt kommt der Clou, die Herausforderungen. Eine Sonde über so große Entfernungen zu schicken, sind enorm. Es geht um Materialien, die stärker sind als Diamant, um eine Abschirmung, die der kosmischen Strahlung standhält, und um eine Konstruktion, die Millionen von Jahren allein im Weltraum überstehen kann. Doch trotz aller Widrigkeiten schaffte es Oumuamua, und sein plötzliches Auftauchen hat die Wissenschaftler verunsichert und aufgeregt. Jahrzehntelang hatten Astronomen davon geträumt, auf etwas Interstellares zu stoßen. 2017 wurde dieser Traum dann Wirklichkeit. Bald darauf, im Jahr 2019, betrat ein weiterer kosmischer Reisender, 2I Borisov, die Szene. Borisov sah jedoch eher wie ein herkömmlicher Komet aus, mit einem glühenden Schweif und einer dunstigen Koma. Oumuamua hingegen war anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Ursprünglich dachte man, er sei ein langer Zylinder, aber spätere Studien zeigten, dass er flach sein könnte, wie ein kosmischer Pfannkuchen. Noch seltsamer ist, dass seine Helligkeit in einer Weise flackerte, die die Wissenschaftler vor ein Rätsel stellte. Bei der Verfolgung seiner Bahn fanden die Astronomen heraus, dass er sich 4 verschiedenen Sternen genähert hatte. Am nächsten kam er einem schwachen roten Zwerg namens HIP 3757. Könnte das sein Ursprung sein? Oder ist er schon seit Millionen, vielleicht Milliarden Jahren ziellos durch die Galaxie gewandert? Eines ist klar: Das Sonnensystem ist normalerweise ein wohlgeordneter Tanz von Planeten, Kometen und Asteroiden. Doch im Jahr 2017 brach etwas die Regeln. Oumuamua umkreiste unsere Sonne nicht. Er schoss auf einer hyperbolischen Bahn an ihr vorbei, wie ein kosmisches Geschoss. Oumuamuas Anwesenheit wurde erstmals am 19. Oktober 2017 von dem Astronomen Rob Warwick von der University of Hawaii entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 21 Millionen Meilen von der Erde entfernt und er kam bis auf 15 Millionen Meilen heran, bevor er seine Reise weg von unserem Sonnensystem fortsetzte.
Dieser interstellare Besucher bewegte sich unglaublich schnell und erreichte eine Geschwindigkeit von 54,2 Kilometern pro Sekunde, nachdem er durch die Schwerkraft der Sonne einen Schub erhalten hatte. Doch einen Blick auf Oumuamua zu erhaschen, war keine leichte Aufgabe. Er war winzig und bewegte sich schnell, so dass wir nur wenige Wochen Zeit hatten, ihn aus der Nähe zu beobachten. Glücklicherweise gelang es dem Hubble-Weltraumteleskop und anderen leistungsstarken Observatorien, einige atemberaubende Bilder einzufangen, die Oumuamua als bloßen Fleck in den Weiten des Weltraums zeigen. Oumuamua rast in Richtung des Sternbilds Pegasus davon und verschwindet in den Tiefen des Kuipergürtels, einer Region jenseits des Neptun, die voller eisiger Objekte ist. Aber könnte er zurückkehren? Und was genau war Oumuamua? Einige spekulieren, dass es sich um eine außerirdische Sonde handeln könnte, während andere glauben, dass es sich nur um einen toten Kometen handelt, der über Milliarden von Jahren seine Gase verloren hat. Eines ist sicher: Oumuamuas flüchtiger Besuch hat Astronomen und Weltraumfans gleichermaßen in seinen Bann gezogen, Debatten ausgelöst und unsere Neugier auf die Geheimnisse des Kosmos geschürt. Die Reise von Oumuamua verlief jedoch nicht ganz geradlinig. Das Hubble-Weltraumteleskop bemerkte etwas Seltsames, als er sich von der Sonne entfernte: eine nicht-gravitative Beschleunigung. Normalerweise stoßen Kometen Wasserdampf und Staub aus, wodurch sie einen Schweif bilden, der ihnen einen zusätzlichen Schub verleiht. Oumuamua zeigte jedoch keine Anzeichen für die Freisetzung von Wasser oder anderen flüchtigen Stoffen, wie sie bei Kometen üblich sind. Was könnte Oumuamua also sein? Die Geheimnisse von Oumuamua entschlüsseln 1. Eine gängige Theorie besagt, dass es sich um einen Brocken Stickstoffeis handelt. Nach Ansicht der Forscher Alan Jackson und Stephen Dash von der Arizona State University könnte es sich bei Oumuamua um ein Fragment handeln, das durch einen massiven Einschlag von einem Pluto-ähnlichen Objekt abgesprengt wurde. Wäre das Stickstoffeis durch die Sonnenwärme geschmolzen, hätte es für den nötigen zusätzlichen Schub gesorgt. Allerdings müsste Oumuamua kleiner sein als ursprünglich angenommen, um so blass zu erscheinen, wie er es tat. Eine andere Theorie besagt, dass kosmische Strahlung, die mit dem Oberflächeneis im interstellaren Raum wechselwirkt, in Wassermolekülen eingeschlossenes Wasserstoffgas freisetzt, wodurch ein Vorrat an Wasserstoffgas entsteht, das in amorphem Wassereis eingeschlossen ist. Diese von Darrell Seligman von der Cornell University und Jennifer Bergner von der Berkeley University vorgeschlagene Theorie besagt, dass Oumuamua von der Sonne erwärmt wurde, wodurch Wasserstoff entweichen konnte und sich die Kristallstruktur des Eises veränderte, was es anscheinend vorwärts trieb. Darüber hinaus haben die Astronomen Avi Loeb und Shmuel Bialy von der Harvard University eine interessante Idee entwickelt. Oumuamua könnte ein solarbetriebenes Raumschiff sein. Ihrer Meinung nach könnten die verschiedenen Besonderheiten dieses interstellaren Besuchers zufriedenstellend durch einen künstlichen Ursprung erklärt werden, was auf die Möglichkeit einer außerirdischen Technologie hindeutet. Der Weg, den Oumuamua genommen hat, deutet darauf hin, dass er von außerhalb unseres lokalen Sonnensystems stammt. Seine wahre Größe und Form bleiben jedoch ein Geheimnis, da wir kein detailliertes Foto von diesem Besucher machen konnten. Astronomen stützen sich auf seine Helligkeit und ihr Wissen darüber, wie Asteroiden und Kometen Licht reflektieren, um seine Größe zu schätzen. Da um Oumuamua weder eine Koma noch ein Schweif beobachtet wurde, bezweifeln einige Wissenschaftler die Kometentheorie. Ausgasungen, ein typisches Merkmal von Kometen, würden auch Oumuamuas Rotationsperiode verändern, was nicht beobachtet wurde. Diese Wissenschaftler schlagen auch vor, dass Oumuamuas scheinbare Bewegung von der Kraft herrühren könnte, die ihn von seinem Mutterobjekt losgerissen hat. Aber die wiederholte nicht-gravitative Beschleunigung widerspricht dem. Stattdessen gibt es die faszinierende Theorie mit dem Sonnenlicht. Wenn Oumuamua extrem dünn ist, etwa 0,3 bis 0,9 mm dick, könnte seine beobachtete Bewegung auf den Druck der Sonnenstrahlung zurückzuführen sein. Sie spekulieren, dass es sich bei Oumuamua um ein Lichtsegel handeln könnte, eine Technologie, die bei Weltraummissionen wie der japanischen Icaros-Sonde und dem NanoSail D2 der NASA demonstriert wurde. Diese Lichtsegel nutzen die kinetische Energie von Photonen, um sich durch den Weltraum fortzubewegen. Die Berechnungen legen nahe, dass ein Lichtsegel Oumuamua eine lange Reise durch den interstellaren Raum überstehen könnte. Sie schätzen,
dass es sich mindestens 16.000 Lichtjahre von seinem Heimatsystem entfernen könnte, wo auch immer das sein mag. Die Idee, dass es sich bei Oumuamua um ein außerirdisches Raumschiff oder Weltraummüll handeln könnte, wird ernst genommen. Es könnte versehentlich auf der Erde gelandet sein. Oder es könnte ein absichtlich geschicktes Raumschiff sein, das unser Sonnensystem untersucht. Die ungewöhnliche Art und Weise, wie Oumuamua entdeckt wurde, verleiht diesen Möglichkeiten zusätzliches Gewicht. Wenn er Teil einer zufälligen Population von Objekten ist, bedeutet die Tatsache, dass wir über ihn gestolpert sind, dass jeder Stern in der Milchstraße im Laufe seines Lebens eine enorme Anzahl solcher Objekte ausstößt. Unser Sonnensystem bringt jedoch nicht so viele Oumuamua-ähnliche Objekte hervor. Hinzu kommt, dass sich Oumuamuas Bewegung eng an eine Region der Milchstraßengalaxie anlehnt, die als lokaler Ruhepol bezeichnet wird, was die Bestimmung seines Ursprungs schwierig macht. Herkömmliche Raketen werden Oumuamua auf seinem Weg zum äußeren Sonnensystem nicht einholen. In Zukunft könnte es jedoch möglich sein, kleine Robotersonden mit Segeln mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Oumuamua zu schicken. Projekte wie Breakthrough Starshot haben dies zum Ziel. Unabhängig davon, ob wir Oumuamua erreichen oder nicht, kann das Studium seines Besuchs uns auf künftige Begegnungen vorbereiten. Wenn die Astronomen gründliche Beobachtungen durchführen und aus dieser Erfahrung lernen, können sie andere faszinierende Objekte, die sich derzeit in Sichtweite befinden, besser untersuchen. Sollte die Raumsonde Oumuamua zurückkehren, würde dies zu weiteren Überlegungen und Vorbereitungen führen. Sollten wir den Bau einer korallianischen Werft in Erwägung ziehen, wenn wir mit dem Gedanken spielen, dass etwas Außergewöhnliches passiert? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche Schritte wir unternehmen sollten, wenn die Asteroidenraumsonde zurückkehrt, um Raumschiffe zu konstruieren, die in der Lage sind, sie zu verfolgen. Braucht die Menschheit ein tieferes Verständnis der dunklen Energie im Kosmos? Ein Vorschlag ist, ein Raumschiff hinter der Asteroidensonde herzuschicken, aber die Herausforderung ist immens. Oumuamua bewegt sich mit einer hyperbolischen Überschussgeschwindigkeit von 5,5 AE pro Jahr, sodass er innerhalb von 2 Jahren die Umlaufbahn des Saturns verlassen wird. Diese Geschwindigkeit übertrifft alles, was die Menschheit bisher in den Weltraum gebracht hat. Welche Art von Schiff würden wir also brauchen? Und welche Antriebsmethode sollten wir verwenden? Sonnensegel oder vielleicht etwas Exotischeres wie ein Wurmloch? Das Konzept der Wurmlöcher birgt jedoch erhebliche Herausforderungen, einschließlich des Zusammenbruchs, der Verbindungen zu anderen Universen und des Mangels an Konstruktionswissen. Kosmische Gateways und interstellare Reisen. Im Jahr 1935 stellten Albert Einstein und Nathan Rosen im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie das faszinierende Konzept der Wurmlöcher vor. Sie schlugen die Existenz von sogenannten Einstein-Rosen-Brücken oder Wurmlöchern vor, theoretische Passagen, die verschiedene Punkte in der Raumzeit miteinander verbinden. Diese Wurmlöcher könnten möglicherweise Abkürzungen schaffen, die die Reiseentfernung und Zeit durch das Universum verringern. Obwohl Einsteins Gleichungen die Möglichkeit von Wurmlöchern nahelegen, wurde bis heute keines beobachtet oder bestätigt. Einige Gleichungen deuten sogar auf das Vorhandensein von Wurmlöchern in Verbindung mit schwarzen Löchern hin. Doch ist es schwierig, dies zu überprüfen. Objekte und Wesen, die in schwarze Löcher eindringen, sind einem ungewissen Schicksal ausgesetzt, sodass es unmöglich ist, festzustellen, ob sie mit Wurmlöchern verbunden sind. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht Einsteins Theorie der Raumzeit, die er sich als ein Gewebe vorstellte, das das gesamte Universum umspannt. Nach Einstein wird dieses Gewebe durch die Wechselwirkung von Masse und Energie verformt, wodurch Täler entstehen, die die Bewegung von Himmelskörpern wie Planeten und Sternen beeinflussen. Diese Manipulation der Raumzeit bildet die Grundlage für Gravitationseffekte und nicht für eine direkte Gravitationskraft. Einstein spekulierte, dass die Raumzeit noch weiter manipuliert und sogar zerrissen werden könnte, woraus die Idee der Wurmlöcher entstand. Der Gedanke besagt, dass, wenn sich ein Loch in der Raumzeit öffnet, sich auf der anderen Seite etwas befinden muss. Überraschenderweise haben Einstein und andere Wissenschaftler die Existenz verschiedener Arten von Wurmlöchern vorgeschlagen, die anhand ihrer Eigenschaften kategorisiert werden. Wurmlöcher, die durchquert werden können, sind die bekanntesten und werden häufig in Science-Fiction-Filmen dargestellt. Sie dienen als Durchgänge zwischen verschiedenen Punkten im Universum und ermöglichen Reisen von einem Ort zum anderen.
ähnlich wie das Wurmloch in Star Trek Deep Space Nine. Nicht durchquerbare Wurmlöcher sind für Reisen unzugänglich. Sie können kollabieren, bevor irgendetwas hindurchgehen kann. Oder sie haben keinen Austrittspunkt, sodass alles, was hineinkommt, gefangen bleibt. Die Erforschung von Wurmlöchern ist nach wie vor ein fesselndes Thema, das die theoretische Physik mit fantasievollen Möglichkeiten verbindet. Obwohl das Konzept noch weitgehend spekulativ ist, interessiert es Wissenschaftler und inspiriert kreative Werke in Literatur und Film. Es gibt das Konzept der Einweg-Wurmlöcher, das besagt, dass man durch ein Ende des Wurmlochs reisen kann, aber für die Rückkehr ein anderes Wurmloch benötigt. Interessanterweise deuten einige von Einsteins Gleichungen darauf hin, dass Wurmlöcher in schwarzen Löchern existieren könnten, obwohl sie nicht passierbar sind. Weiße Löcher hingegen sind das Gegenteil von schwarzen Löchern. Sie schießen Materie mit enormer Kraft heraus. Dann gibt es Wurmlöcher, die in beide Richtungen gehen. Diese Wurmlöcher ermöglichen das Hin- und Herreisen und bieten eine bequeme Hin- und Rückreise. Intrauniverselle Wurmlöcher befinden sich innerhalb unseres Universums und dienen als Verbindungswege zwischen verschiedenen Punkten innerhalb des Universums. Interuniverselle Wurmlöcher hingegen verbinden unser Universum mit einem anderen Paralleluniversum. Wenn Sie ein Fan von DC Comics oder Marvel sind, stellen Sie sich diese Wurmlöcher als die Chrysalis vor, die zu alternativen Realitäten führen. Wo sind diese Wurmlöcher in unserem Universum? Nun, theoretisch könnten sie in schwarzen Löchern, weißen Löchern und anderen massereichen Himmelskörpern existieren. Derzeit sind sie jedoch noch weitgehend Theorie. Diese Unsicherheit ist in der Welt der Wissenschaft nicht ungewöhnlich. Nur weil etwas theoretisch möglich ist, heißt das nicht, dass es garantiert existiert. Es ist vergleichbar mit den Rätseln der dunklen Materie und der dunklen Energie. Konzepte, die durch mathematische Theorien gestützt werden, aber noch nicht schlüssig bewiesen sind. Apropos Theorien. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bietet eine solide mathematische Grundlage für die Existenz von Wurmlöchern. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Theorien, auch wenn sie noch so gut belegt sind, immer noch interpretiert und weiter untersucht werden müssen. Während wir also von Wurmlöchern träumen und spekulieren, erinnert uns ihre schwer fassbare Natur daran, dass es noch viel über den riesigen Kosmos zu entdecken und zu verstehen gibt. Vielleicht werden wir eines Tages unter den richtigen Umständen endlich das Geheimnis dieser kosmischen Abkürzungen lüften. Bis dahin geht die Suche nach Wissen weiter. Stellen Sie sich eine ganz neue Möglichkeit vor, warum wir noch keine Wurmlöcher entdeckt haben. Der Einsteinschen Theorie zufolge sind diese kosmischen Abkürzungen wie Risse im Gewebe der Raumzeit. Es ist jedoch denkbar, dass noch nichts im Universum dieses Gewebe durchbrochen hat. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Es ist nur noch nicht passiert. Interessanterweise zeigen einige Science-Fiction-Sendungen und Filme, wie Raumschiffe ihre eigenen Wurmlöcher erzeugen, indem sie die Raumzeit durchbrechen. Der Grund, warum wir noch kein natürliches Wurmloch gefunden haben, ist also vielleicht, dass wir selbst eines schaffen müssen. Es könnte aber auch sein, dass diese Wurmlöcher bereits im Weltraum existieren. Wir sind nur noch nicht über sie gestolpert. Aber wie könnten wir ein Wurmloch im Weltraum übersehen? Werden Sie sich fragen? Nun, bedenken Sie die schiere Größe des Weltraums. Er erstreckt sich über Billionen von Lichtjahren. Trotz unserer Bemühungen, ihn zu erforschen, können wir nur einen kleinen Teil davon mit Regelmäßigkeit beobachten. Wir können Sterne, Planeten und ferne Galaxien entdecken, aber wir entdecken auch immer noch neue Monde in unserem eigenen Sonnensystem. Angesichts unserer begrenzten Möglichkeiten, den Kosmos zu vermessen, ist es verständlich, dass sich manche Phänomene der Entdeckung entziehen. Warum also nicht Wurmlöcher? Die plausibelste Erklärung beruht auf der Urknalltheorie. Die besagt, dass das Universum mit einer gewaltigen Explosion begann, bei der Materie in alle Richtungen verstreut wurde. Im Laufe von Millionen und Milliarden von Jahren verschmolz diese Materie zu dem Universum, das wir heute kennen. Dieses stürmische Ereignis hat jedoch wahrscheinlich zahlreiche Löcher in der Raumzeit geschaffen. Einige spekulieren, dass diese Löcher durch kosmische Fäden miteinander verbunden sind und ein Netz von Wurmlöchern bilden, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Betrachten wir nun die kosmische Dimension der Dinge. Entschlüsselung der Geheimnisse von Wurmlöchern. Wenn es im gesamten Universum nur 5 Wurmlöcher gäbe, die sowohl Eintritts- als auch Austrittspunkte haben und zufällig verteilt sind, wie groß wäre dann die Wahrscheinlichkeit, dass eines davon in unserer Nähe landet? Würden wir es überhaupt erkennen?
Könnten wir es in den unendlichen Weiten des Weltraums entdecken? Diese Fragen unterstreichen die Herausforderung, Wurmlöcher zu finden und verdeutlichen die mysteriöse Natur unseres Universums. Denken Sie einen Moment lang an Star Trek. In der Serie waren Wurmlöcher nur sichtbar, wenn sich jemand ihnen näherte. Es war selten, ein stabiles Wurmloch zu finden, wie in Star Trek The Next Generation, wo eines kollabierte, nachdem ein Schiff hineingeflogen war und die Besatzung weit weg gestrandet war. Das ist es, was das Wurmloch bei Deep Space Nine so einzigartig machte. Vielleicht ist der Grund, warum wir noch kein Wurmloch gefunden haben, einfach der, dass wir noch nicht darüber gestolpert sind. Oh, und hier noch ein interessanter Gedanke. Einige Leute glauben, dass die Zentren von Galaxien Wurmlöcher statt schwarzer Löcher sein könnten. Wenn das stimmt, könnte das bedeuten, dass alle Galaxien durch die kosmischen Fäden verbunden sind, die ich bereits erwähnt habe, was ziemlich bemerkenswert wäre. Lassen Sie uns über eine andere Frage nachdenken. Wenn es ein Wurmloch gäbe, könnte es einfach so existieren, ohne dass es zu Störungen käme. Denken wir einen Moment über die Schwerkraft nach. Wurmlöcher, wie wir sie uns vorstellen, sind Öffnungen im Raum, die verschiedene Bereiche miteinander verbinden. Aber die Schwerkraft ist eine Kraft im Universum, die sich einem solchen Wurmloch wahrscheinlich widersetzen würde. Wenn also ein Wurmloch real wäre, könnte das Universum versuchen, es aufgrund der natürlichen Anziehungskraft zu schließen. Sehen Sie sich zum Beispiel schwarze Löcher an. Einige können dieser Kraft widerstehen und überleben, während andere aufgrund von Faktoren wie der Hawking-Strahlung zusammenbrechen. Dies deutet darauf hin, dass sich Wurmlöcher, die während des Urknalls entstanden sind, im Laufe der Zeit aufgrund der im Universum wirkenden Kräfte geschlossen haben könnten. Die bereits erwähnten kosmischen Strings könnten jedoch ein Grund für das Fortbestehen einiger Wurmlöcher sein. Diese Strings könnten die Energie oder die Materie liefern, die nötig sind, um sie offen zu halten, obwohl dies nur eine Theorie ist. Selbst die leistungsstarken Warp-Antriebe von Star Trek hatten ihre Grenzen. Aus diesem Grund war ein stabiles Wurmloch etwas, das sich jeder wünschte und dessen Kontrolle er begehrte. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das gesamte Universum zum Greifen nah, und sei es auch nur aus wissenschaftlicher Sicht. Das ist unglaublich verlockend. Vor allem, wenn es darum geht, entfernte Galaxien zu untersuchen, die wir vielleicht nie erreichen werden. Aber lassen Sie uns das Ganze nun näher beleuchten. Wenn es uns gelänge, unsere eigenen Wurmlöcher zu schaffen, könnten wir die erste menschliche Reise zu den Sternen antreten. Ein Ziel, das die Menschheit derzeit mit Missionen zum Mars anstrebt. Stellen Sie sich vor, Sie starten in den Weltraum, erzeugen ein Wurmloch jenseits der Erdanziehungskraft und landen sofort auf dem Mars. Denken Sie daran, wie dies den Kolonisierungsprozess beschleunigen und unzählige Ressourcen einsparen würde, um den Mars bewohnbar zu machen. Und wenn wir es für den Mars schaffen, könnten wir es auch für andere Orte tun, wie den Saturnmond Titan oder sogar Alpha Centauri, der oft als potenzielle neue Heimat für die Menschheit angesehen wird. Ein Wurmloch ist wie ein Schummelcode für die Raumfahrt. Anstatt Schiffe zu bauen, die in der Lage sind, entfernte Orte innerhalb bestimmter Zeiträume zu erreichen, bräuchten wir nur Schiffe, die robust genug sind, um die Reise durch das Wurmloch zu überstehen. Es ist eine faszinierende Vision, aber bis jetzt bleibt es nur ein Traum. Dennoch ist es ein Traum, der sowohl bei Science-Fiction-Fans als auch bei Wissenschaftlern für Aufregung und Neugierde sorgt. Da das Verständnis und die Nutzung der Kraft von Wurmlöchern recht komplex sind, gibt es einen faszinierenden Vorschlag: die Schaffung einer Startrampe am Rande des Asteroidengürtels. Diese Idee erinnert an den Vorschlag von Freeman Dyson, der als ALO-Antrieb bekannt ist. Dieser ALO-Antrieb würde die Fahrt auf einem sich bewegenden Förderband durch einen Flughafen simulieren. Ein weiteres Konzept ist die Warpblase, in der sich die Raumzeit um das Schiff krümmt und so die Illusion eines Antriebs erzeugt. Der Bau eines Warp-Antriebs stößt jedoch auf zahlreiche Hürden, unter anderem auf die Notwendigkeit einer negativen Masse, die im Kosmos ein Rätsel bleibt. Um ein Raumschiff von der Größe eines Autos anzutreiben, bräuchte man ein Objekt mit der Masse des Jupiters, was ziemlich verblüffend ist, wie es Menschen gelingen könnte. Diese unglaubliche Kraft zu nutzen, bleibt ein Rätsel, was die Faszination der rasanten Bewegungen von Oumuamua und Tuai Borisov noch verstärkt. Einblicke von interstellaren Reisenden. Als das Hubble-Weltraumteleskop der NASA seinen Blick auf den kosmischen Reisenden Tuai Borisov richtete, machte es nicht nur schöne Bilder, sondern hielt Geschichte in Bewegung fest.
Diese lebhaften Bilder enthüllten einen Besucher aus dem Jenseits, der nicht in unserem Sonnensystem geboren wurde, sondern in den kalten, fernen Öfen eines anderen Sterns geschmiedet wurde. Wie sein rätselhafter Vorgänger Oumuamua ist auch Borisov ein interstellarer Eindringling, ein seltener Bote aus einer anderen Ecke der Galaxie. Doch im Gegensatz zu Oumuamua, der die Wissenschaftler ratlos zurückließ, trug Borisov seine Identität mit Stolz. Ein klassischer Komet mit einem glühenden Schweif und einer unscharfen Koma, der mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit von 110.000 Meilen pro Stunde über den Himmel raste. Diese Geschwindigkeit ist nicht nur beeindruckend, sie ist eine Signatur, ein kosmischer Fingerabdruck, der bestätigt, dass Borisov nicht lange bleiben wird. Er befindet sich auf einer hyperbolischen Einbahnstraße und durchquert unser Sonnensystem wie ein Gespenst in der Nacht, um erneut zu den Sternen aufzubrechen. Für die Astronomen ist es eine tickende Uhr. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, ein unberührtes Relikt aus einer fremden Welt zu studieren, und der Countdown hat bereits begonnen. Amaya Moro Martin vom Space Telescope Science Institute bringt es auf den Punkt: Obwohl Borisov von einem anderen Stern stammt, ist sein Aufbau den Bausteinen unseres eigenen Sonnensystems unheimlich ähnlich. Könnte das bedeuten, dass die Zutaten für Leben universeller sind, als wir uns vorstellen? Aber Borisov treibt nicht einfach nur umher, er ist voller Dramatik. Max Muchler, Mitglied des Beobachtungsteams, warnte, dass neue Kometen unberechenbar sein können. Sie flammen auf, zerbrechen und verschwinden ohne Vorwarnung unter dem grellen Licht der Sonne. Mit jeder Stunde beobachtet Hubble, bereit, das nächste Spektakel einzufangen. Aktuellen Schätzungen zufolge hat Borisovs Kern eine Ausdehnung von 1,4 bis 6,6 Kilometern. Ein Berg aus Gestein und Eis aus einer anderen solaren Kinderstube. Und obwohl die Merkmale des Kometen bekannt sind, ist sein Ursprung nicht bekannt. Es handelt sich um einen wandernden Abgesandten aus einem System, das wir noch nie gesehen haben, und der nun denjenigen, die kühn genug sind, ihn zu entschlüsseln, seine Geheimnisse offenbart. Während Borisov in das Schema eines traditionellen Kometen passt, hat Oumuamua dieses Schema gesprengt. Er kam ohne Koma, ohne Schweif und ohne die üblichen Anzeichen von schmelzendem Eis an. Einige spekulierten über die Sublimation von Wasserstoff oder Stickstoffeis. Andere gingen noch weiter. War es ein außerirdisches Raumschiff? Ein Relikt. Nicht der Natur, sondern der Intelligenz? Theorien blühten auf und Erinnerungen wurden wach. Zurück zu den Voyager-Missionen von 1977. Diese legendären Raumsonden waren unsere ersten echten Flaschenpostsendungen, die mit nichts als einer goldenen Schallplatte und der Hoffnung der Menschheit in die Leere geschleudert wurden. Sie nutzten die Schwerkraft wie eine Steinschleuder, tanzten an Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun vorbei und enthüllten mit jedem Vorbeiflug an einem Planeten neue Geheimnisse. Voyager 1 flog über die Heliosphäre hinaus in den echten interstellaren Raum. Voyager 2 hat uns zum ersten Mal einen Blick auf die seltsame Neigung des Uranus und die stürmischen blauen Stürme des Neptun gewährt. An Bord sind die Klänge der Erde in Gold eingebrannt, Grüße in Dutzenden von Sprachen, das Rauschen der Wellen, das Lachen von Kindern, eine Zeitkapsel von einem winzigen blauen Punkt, der lautlos durch die Ewigkeit driftet. Doch auch wenn die Voyager sich nach außen wagen, reicht das Universum zurück. Die 2006 gestartete Sonde New Horizons durchquert den Asteroidengürtel, um die eisigen Gefilde des Pluto- und des Kuipergürtels zu erkunden. Im Visier das mysteriöse Ultima Thule, ein bizarres, erdnussförmiges Objekt, das Hinweise auf die Entstehung der Planeten liefern könnte. New Horizons trotzte kosmischen Minenfeldern, tanzte zwischen Asteroiden und nutzte die Schwerkraft des Jupiters als Schleuder, um seine Geschwindigkeit um fast 9000 Meilen pro Stunde zu erhöhen und seine Reise um 3 Jahre zu verkürzen. Als erste Sonde erreichte sie den Pluto und enthüllte gefrorene Ebenen, zerklüftete Berge und herzförmige Narben in hoher Auflösung. Von Borisovs leuchtendem Pfad über die stille Drift der Voyagers bis hin zu New Horizons waghalsigem Vorstoß wird eine Wahrheit deutlich: Wir sind nicht allein in der Leere. Der Kosmos ist nicht still. Er flüstert. Er sendet Boten. Und hin und wieder kommt einer von ihnen nahe genug an uns vorbei, um einen Blick zu erhaschen. Was denkst du? War Oumuamua nur ein Felsen? Oder ein Zeichen? Ein Speer? Ein Relikt von etwas viel Außergewöhnlicherem? Schreib deine Theorien in die Kommentare unten.
Und wenn Sie von diesen kosmischen Geheimnissen fasziniert sind, vergessen Sie nicht, diese Seite zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um weitere atemberaubende Weltraumgeschichten zu erhalten. Das Universum ruft und wir hören zu.